Hallo Leute, da bin ich wieder. Wir fahren heute eine neue Linie, die ich neu gelernt habe. Ich weiß nicht, ob wir die früher auch schon gefahren sind. Ich habe mal so ein Foto davon gemacht gehabt. Und zwar ist das die Linie 151 von Unna Jakob Muth Schule, wo wir jetzt auch gerade stehen. Und zwar zum Wasserkürler Straße. Wo ich das zuerst mal gelesen habe, ich wusste nichts damit anzufangen. Dann ist einer mitgefahren und seitdem kann ich diese Linie. Und heute fahre ich die zum ersten Mal alleine, aber mit euch. Also Linie 151 von Unna Jakob Muth Straße zur Wasserkürler Straße nach Massen. Auf geht's! Die Schule befindet sich auf der anderen Seite vom Stadthaus. Einfach mal eingeben bei Google, werdet ihr das schon finden. Wenn ihr dann an der Schule seid, so fahren, wie ich sie jetzt hier gelernt habe. Auf geht's! Wir sind natürlich nicht auf Linie oder so. Wir sind wieder ganz normal privat unterwegs. Der Linienweg müsste euch bekannt kommen. Wenn wir die 23 fahren, dann komme ich hier mal von der anderen Seite und fahre dann immer hier rechts rein. Daher ist immer ganz wichtig, Haltestellen zu wissen, wo die sind. Dann weiß man immer ungefähr, wo man lang muss. Jetzt kommt ja das Schulzentrum hier in Unna. Und dann eben halt die Haltestellen nach Druckervorgabe. Das wären jetzt nicht unsere Haltestellen. Heute haben wir ein bisschen Pech mit dem Wetter, ist ein bisschen am Regnen und es gibt Streiks. Aber da wir ein Privatunternehmen sind, wir dürfen fahren oder sollen oder müssen, wie auch immer. Wir müssen jetzt hier an der Ampel rechts. Geradeaus geht es zum Schwimmbad, wollte ich schon sagen. Doch, da ist auch ein Schwimmbad und zur Eislaufhalle. So. Was wollte ich erzählen? Ja, VKO, öffentliche ÖPNV, ne, ÖTV, die sind am Streiken. Und da hat sich VKO auch angeschlossen, öffentliche Dienst und so. Deswegen fahren nur die Privatunternehmen im Moment das, was zu fahren ist. Deswegen habe ich heute mal auch Zeit gehabt. Normalerweise hätte ich jetzt 3 Schwimmfahrten, aber die sind heute ausgefallen. Und deswegen fahre ich diese Linie mit euch ab. Es gibt 2 Möglichkeiten. Ihr könnt geradeaus und dann hinten rumfahren. Wir können aber auch hier rechts rumfahren. Ich fahre immer gerne hier, kommt man schneller durch, bevor da hinten Kreisverkehr dicht ist und so. Wichtig ist, wenn ihr da hinten geradeaus fahren würdet, erste Kreisverkehr, erste raus, weiter geradeaus, netto vorbei, da kommt ja wieder das große Kreisverkehr und da auch geradeaus, dann kommt ihr auch gleich da, wo ich euch gleich erzählen werde, wo wir rauskommen. Aber hier alles 30er Zone. Das ist der Streckenverlauf oder Linienweg, besser gesagt, von der 23, C23. Und wie ihr zu der Schule kommt, hier ist ja Berufskolleg Hellweg. Wenn ihr vom Bahnhof herkommt oder von Bahnhof her so runterkommt, einfach nur hier geradeaus, dann die zweite rechts, dann kommt ihr da an der Schule vorbei. Diese Linie fährt auch an der Sonnenschule in Massen vorbei. Musst du auch halten, da sind auch einige Kinder. Und die zweite Fahrt, die fängt sogar an der Sonnenschule an. Aber da mache ich ein separates Video. Weil es doch ganz schön lang, dieser Linienweg. Bauchfreie Mädchen haben wir hier auch. Regnet, ist kalt, aber bauchfrei. So, 30er Zone aufgehoben.
Das alles sind nicht unsere Haltestellen. Als nächstes war, glaube ich, Ohmstraße hier. Und daher ich weiß, wo die ist, habe ich dann keine Schwierigkeiten mit gehabt. Wir fahren geradeaus weiter. Hoffentlich kann ich die Linie noch, nicht dass Voreffekt ist und ich verfahre mich mit euch. Aber normalerweise habe ich ein fotografisches Gedächtnis, wenn ich einmal irgendwo gewesen bin. Ich orientiere mich dann immer an verschiedene Objekte. Da kann ich mich immer schnell dran erinnern. Hier ist immer eng, am besten alle vorbeilassen, da wir ja auch keinen Zeitdruck haben. Auch wenn Zeitdruck ist, nicht, oh, das klappt schon, das passt schon, der muss warten, der soll warten. Nein. Immer schön defensiv fahren. Auch wenn ein Kollege entgegenkommt, von der KS Reisen. Alles Private, die jetzt noch fahren. Wir werden bestimmt auch gleich viele Menschen an Haltestellen stehen, die dann auf den Bus warten, die das noch nicht gecheckt haben, dass heute Streik ist. Wir fahren heute mit dem MAN, der 820 ist das. Da fragen die auch immer, mit welchem Bus bist du unterwegs? Das vergesse ich dann schon nach 3 Monaten, 2 Monaten. Wer weiß, wann das veröffentlicht wird. Das kriegen wir noch hin. Das ist übrigens die Hauptstraße, wo ich gesagt habe, am Kreisverkehr geradeaus, dann seid ihr jetzt auf dem richtigen Weg. Also wenn da mal gesperrt sein sollte, könnt ihr auch so fahren. So, die Haltestellen, die jetzt kommen, die wären in der Linie mit drin. Natürlich habe ich den Drucker jetzt nicht am Laufen, sonst wird die Leitstelle sagen, oh, wo fährt der denn hin? Weil dann taucht das dann bei denen auf. Uhrzeit passt ja nicht, passt nichts alles, das wäre nicht so gut. So sind wir noch unterm Radar und können, das war die Haltestelle Ohmstraße, und können unsere Linie eben halt fahren, damit andere Kollegen später das nachfahren können und ihr könnt dann sehen, was für Linien wir hier haben. Die ist ein bisschen verzwickt, die Linie, nicht kompliziert, aber ein bisschen verzwickt. Werdet ihr aber gleich alles sehen. Wenn es nicht mehr regnet, ist es natürlich für euch besser, da könnt ihr besser sehen. Und hier die Baustellenampel, die dauert so lange. Das ist auch eine Haltestelle von der 51. Hier natürlich freilassen. Seht ihr, nur 2 Autos und dann schon wieder rot. So, wir fahren weiter.
bevor es wieder rot wird hier. Streckerdingsweg, das ist auch noch von der 51, 151. Das ist noch der Linienweg jetzt auch noch von der 54, von der 119. Daher kennt man die Haltestellen. Das ist Mittelstraße. So, jetzt wird's spannend. Jetzt müsst ihr aufpassen. Und zwar, wie ich das gelernt habe, die Linie, stand da auf einmal Bürgermeisterstraße oder Bürgerstraße. Bürgerstraße war das, glaube ich. Ich denke, wenn wir jetzt geradeaus fahren, das passt ja nicht. Ne? Wir müssen hier an der Ampel links, weil die Sonnenschule auf der anderen Seite da hinten ist. Aber die Haltestelle, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die auswendig heißt, Knautstraße, Krautstraße, müssen wir gleich mal gucken, wie die heißt. Die gibt es nämlich auch auf der Seite, für die 54 und für die 119. Kleistraße, irgendwas mit K war das doch, fällt mir jetzt wieder ein. Aber den gibt es aber auch auf der linken Seite. Also wenn ihr Kleistraße seht, nicht denken, ach, das ist ja da geradeaus, sondern die nächste, was nach der Kleistraße als Haltestelle angezeigt wird, die gucken. Und da habe ich dann eben halt Bürgermeister oder irgendwie sehen wir gleich, Bürgerstraße, glaube ich, heißt das, oder Bürgerplatz, keine Ahnung. Ich denke, hä? Weil das ist auch nicht mein Gebiet hier. Ich habe hier 2 Linien oder so, die ich kenne. Und da wusste ich schon, ich denke, habe ich dann zum Pascal gesagt, Kleistraße, Bürger, da fahren wir doch nicht geradeaus. Er sagt, nee, wir müssen links, weil wir müssen danach noch zur Sonnenschule. Ah, und die Sonnenschule, die ist ganz hinten, das wusste ich. Ich sage, das ist eine ganz interessante Linie. Wir kommen nachher sogar hier an diesem Platz gleich nochmal wieder zurück. Der ist bestimmt bei Rot gefahren. Ich habe hier grün, die fährt noch bei Rot rüber. Den brauchen wir jetzt gar nicht hier, den Müllwagen vor uns. Wenn der nächste hält, dann kann ich hier dran vorbei. Wenn keiner, ja, hier will auch keiner links oder so. Okay. So, das wäre hier die Kleistraße. Auch alles bekloppte 30er Zonen. Aber hier stehen sie auch zum Blitzen. Seht ihr, da stehen schon die Fahrgäste, aber es wird kein Bus kommen. Die wissen das noch nicht. Bürgerhaus heißt das. Jetzt wissen wir, dass es Bürgerhaus heißt. Ja, irgendwas mit Bürger war da. So, und die nächste Haltestelle wäre dann Sonnenschule. Hier müsst ihr aufpassen,
wenn die Haltestelle, da ist aber auch ausgeschildert, seht mal, Sonnenschule, ja. Hier an der Karlstraße, hier rechts, ja, Sonnenschule. Und hier diese Straße auch bitte vorsichtig, mit Vorsicht fahren. Warum, werdet ihr gleich sehen. Wir fahren dann hier links runter in die Karlstraße. Ist erstmal rechts vor links. Das ist die erste Kuriosität. Und die zweite ist, einfach mal links runter gucken, weil da meistens alles mit parkenden Autos verbaut ist. Und wenn da ein Kollege oder was anderes hier entgegenkommt, das seht ihr nicht. In der Zeit, wo ihr da hinten guckt, ist aber rechts vor links. Wenn hier einer rauskommt, auch nicht gut. So, wir müssen aber zur Sonnenschule. So, hier vorne rechts, die zweite nicht hier vorne rein, das ist der leere Parkplatz. Einen großen Bogen. So, und das hier ist die Sonnenschule. Ja, hier ist die Haltestelle, könnt ihr sehen, müsst ihr sehen können. Ich kombiniere diese Fahrt mit der Sonnenschule. Wundert euch nicht, dass dieses Sequenzen, was ich jetzt nachher wiederkommt. Aber ab hier ist das eben halt gleich. Hinten wird die dann ein bisschen anders sein. Hier müsst ihr auch besonders aufpassen. Das sieht man nicht in den ersten Blick, ist auch kein Schild, dass da so ein Hügel ist oder so, aber guck mal, das geht so steil runter. Ne, wenn ihr jetzt schnell versucht hier rüber zu kommen, oder der Wagen eben halt ganz tief ist, da könnt ihr den ein bisschen so anheben, weil der hat hier ein bisschen Probleme. Und dann hier so langsam rantasten, sonst setzt er wirklich vorne auf. Hier sind schon so viele Spuren. Guck, ich bin auch vorsichtig. Ja. Gut. Ne, also hier wirklich aufpassen, egal was für einen Bus ihr habt. So, dann fahren wir weiter. Alles rechts vor links. Hier auch wieder vorausschauend fahren. Wenn einer entgegenkommt, lieber warten, sonst wird das hier zu eng alles. Hier auch am besten so weit gucken mit dem so einen Hals, langen Hals machen, dass uns keiner entgegenkommt. Und hier rechts. Wir fahren links weiter. Die Leute warten hier alle auf den Bus, aber es ist Streiktag heute. Heute ist der 21.03.23.
wo ich dieses Video drehe. Hier müsst ihr jetzt aufpassen, die zwei Schilder hier, weil wir müssen gleich einen großen Bogen nehmen. Ach, das war gar nicht hier. Ihr müsst weiter gucken. Ein weiter. So, da vorne die. Edeka müsst ihr euch merken. Wenn ihr Edeka da seht und diese zwei Schilder, weil mit dem Arsch, wenn man da rumkommt, wir müssen hier nämlich rechts, scharf rechts da rein. Da ist schon ein Schild mitgenommen worden, da sind schon die Pöller mitgenommen worden. Ja. Aber wir müssen diesen großen Bogen nehmen, anders geht's nicht. Also hier könnte ich nie mit einem Volvo so ausholen. Der wird auf jeden Fall hinten ein Schild mitnehmen wollen. So, wunderbar geklappt. Auch alles 30er Zone, voll Wohngebiet hier. Bin froh, dass ich die Zeit gefunden habe, euch diese Linie zu zeigen, bevor ich sie selber vergesse. Wer weiß, wann ich die irgendwann mal wieder fahre. Das war Zufall, war keiner da. Mehmet, kannst du die Linie? Ich sage, nö, die kann ich nicht. Ja, schick mal dir einen mit. Sonst Unna ist gar nicht mein Bezirk oder so hier alles. Ich bin lieber Reisebusfahrer, habe ich mehr von. Aber im Winter, wie ihr seht, muss ich nun mal auch Linie fahren. Das Geld muss ja von irgendwo herkommen. So, hier können wir sozial sein. Komm hier vorbei, Junge oder Mädchen, wer du auch bist. Ja, ein Typ. Ist der auch sozial? Natürlich nicht. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? So, hier gibt es auch so eine Schule oder Kindergarten, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ist auf jeden Fall auch eine Haltestelle. Wie heißt die überhaupt? Bertolt Brecht Straße, okay. War das hier die Schule? Ne, da war, glaube ich, noch eine Schule. Irgendwas war da. Bin ja froh, dass ich das hier alles wiedergefunden habe, um euch das zu zeigen. Ich bin nur einmal mit Pascal mitgefahren und das ist jetzt das zweite Mal privat. Ich sage ja, irgendwann in einem halben Jahr, nächstes Jahr werde ich die vielleicht mal wieder fahren. Deswegen, wenn ich die aber habe, ich kam schon mal tatsächlich vor, dass ich meine eigenen Videos gucken musste, wie ich da zu fahren habe. Das vergisst man. So, und hier fahren wir links. Gleich wird es auch wieder spannend, da wir fahren auch wieder in so einem komischen Wohngebiet. Und da hatte ich mir ein Merkmal gelassen, wo ich nachher links muss. Mal gucken, hoffentlich finde ich das. Danach der andere Kram, das kriege ich hin. Auch hier immer rechts vor links aufpassen, die kommen hier angeschossen. Rechts ist das Friedhof. Mit Jeffrey hatten wir gelacht. Der hat da oben gesehen gehabt, Friedhof, weil diese Linie endet ja auch am Friedhof. Das ist jetzt ja die Sonnenschule-Fahrt und für euch natürlich auch die andere Fahrt. Wir fahren auf jeden Fall über die Kreuzung geradeaus weiter. So, irgendwo geht es gleich links rein. Aber die erste, zweite oder dritte, das weiß ich im Moment nicht. Aber ich habe mir da ein Symbol gelassen, und zwar eine Haltestelle, die aber komisch so angebracht ist. Wenn ich die sehe, dann weiß ich, ich muss nach links. Ja, da vorne, guckt mal, Königsberger Straße, da könnt ihr sehen, die Haltestelle. Ich habe mir das gedacht, und ich hätte mir auch die Straße merken können, aber die ist irgendwie so komisch da angebracht. Direkt an der Kreuzung so eine Haltestelle.
Hier müssen wir links. Also Königsberger Straße links. Nicht vergessen. Sonst landet ihr da hinten irgendwo in der Walachei. Und hier erstmal eine Zeit lang geradeaus. Gleich kommt auch noch mal so eine Schule. Ich weiß gar nicht, war das eine Hauptschule? Irgendeine Schule war das. Hier auf jeden Fall auch rechts vor links beachten. Hellweg-Schule heißt die, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn das tatsächlich stimmt, habe ich echt ein gutes Gedächtnis, ey. Ja, das ist die Haltestelle auch, das ist auch die Schule. Wie heißt sie? Hellweg Realschule, ja. Hellweg Realschule, hier müsst ihr dann auch anhalten, wenn jemand aussteigen möchte oder reinsteigen möchte, dann geht's weiter. So, als nächstes hatte ich mir die Feuerwehr, weil die ist auf der linken Seite in der Mittelstraße. Das heißt, hier gleich scharf links. Weil links müsste dann Feuerwehr sein. Ach du Scheiße, da ist jetzt auch noch ein LKW. Ja, den können wir jetzt gar nicht gebrauchen hier eigentlich. Ja, toll. Ja, kommen wir aber dran vorbei, denke ich mal. Ist wieder was für euch hier, so was. Jetzt bin ich natürlich, ich musste so weit ausfahren, sonst kommen wir nämlich mit dem Dings da nicht hin. Ja. Wunderbar. Millimeterarbeit wieder, Herr Oe. Die Schule kenne ich hier, Mittelschule, obwohl die Schule auf der anderen Seite irgendwie ist, ne, aber abholen tut man die mal hier an der Feuerwehr. So, an dem Stoppschild fahren wir rechts, dann sind wir wieder auf dieser Hauptstraße. (21, 22, 23). Wisst ihr ja, Stoppschild, anhalten. Schillerschule ist das. Hier vorne war der Eingang eigentlich. So, die nächste Haltestelle Kleistraße. Kommt euch bestimmt wieder bekannt vor. Bei der anderen Fahrt sind wir ja hier links gefahren. Und jetzt fahren wir rechts. Also geradeaus, so. Das ist die Haltestelle Kleistraße. Und mit der 119 und der 54 würden wir jetzt ja rechts fahren, dann würde ich hier Massen-Hauptbahnhof sehen, Bahnhof sehen. Aber wir fahren geradeaus diesmal. Und das war die Holzstraße oder so, oder ja, irgendwas mit Holz. Mal gucken, ob das stimmt. Kreuz oder Holz oder irgendwas war da. Ich sage ja, normalerweise habe ich ja hier den Verlauf. Wenn man dann eben halt weiß, Massen da und Bahnhof ist rechts, wenn der hier gar nicht auftaucht, stimmt was nicht. Also geradeaus. So, die ist irgendwie so kurios auf der Hauptstraße, die Haltestelle. Da vorne sehe ich sie schon. Mal gucken, wie sie heißt. Hier sind auch letztens Kinder ausgestiegen.
Nix mit Holz. Poststraße. Hoffentlich ist da jetzt keine Umleitung. Ich habe da was Rotes gesehen für den Fahrgastinfo. Nicht, dass hier eine Baustelle ist oder so. Da stand, wird nicht angefahren. So, hier müsst ihr jetzt auch aufpassen. Warum müsst ihr aufpassen? Weil wir gleich rechts müssen. Und zwar genau am Ortseingangsschild. Und genau das hatte ich mir schon gedacht. Da ist irgendwie eine Baustelle, aber davor noch. Okay. Ja, Brunhildstraße. Was steht da? Fahrgastinfo, diese Haltestelle kann vom 20.03. bis Dienstende nicht bedient werden. Ach so, nur der eine Tag. Das war wohl gestern. Ein beschrankter Bahnübergang. Fahren wir jetzt drüber. Also ich bin noch auf einem guten Weg. Bis hierhin habe ich alles gut erkannt. Wiedergefunden. An der Haltestelle sind auch Kinder ausgestiegen letztens. Das ist die Gudrunstraße. Und hier, wo Kamen steht, müssen wir wieder rechts. Ah, von Linienverkehr frei. Von der Seite haben die doch eine Baustelle hier eingerichtet. Okay. Zum Glück müssen wir nicht da lang. Habt ihr gemerkt, wie verzwickt das alles so ist? Hier eine Zeit lang geradeaus, aber irgendwo kommt noch eine Haltestelle. Da sind auch Kinder ausgestiegen, kann ich mich noch erinnern. Massen. Ah ja, hier genau. Hier, wo LKW Wash steht, ist hier auch die Haltestelle. Mal gucken, wie sie heißt. Dortmunder Straße. Wie einfallsreich. So, jetzt kommt ein Kreisverkehr, den kennt ihr. Wenn man die 54 fährt, die 119 fahrt, dann kommen wir hier von rechts von Massenbahnhof. Wir müssen jetzt aber geradeaus durch. Und sofort links. Das ist jetzt wieder ein Stück Linienweg von der 54. Gleich haben wir einen schönen Weg im alten Campus. Jetzt im Moment haben die da die ganzen Aussiedler oder wie sagt man dazu, die ganzen Asylbewerber und die jetzt von der Ukraine sind und so, alle hier reingesteckt. Ganz am Anfang war das noch schlimmer. Ich denke, was ist denn das? Alles verlassen und so. Hier Hauptmann-Schule, ist eigentlich keine Schule, aber die Haltestelle heißt jetzt so. Gerd Hauptmann Schule. Vielleicht war mal hier eine Schule oder so, keine Ahnung.
Ja. Was war ich am Erzählen? Genau, das sah so alles verlassen aus und so, dieses Campus, das alte. Das hier ist ja die ehemalige Buderus-Siedlung. Erbaut 1917 ist diese Siedlung mal gegründet worden. Jetzt geht es einigermaßen, aber ihr werdet gleich ein paar Häuser entdecken, ohne Gardinen, ohne Türen, ohne Fenster. Und natürlich der Weg auch. Wird nichts gemacht. Die wissen sich selbst noch nicht, das kann man Bericht im Fernsehen. Die wissen nicht, was die daraus machen sollen. So, wenn ihr seht, es geht nicht mehr weiter. Ja, einfach links. Wundert euch nicht, wenn das da aussieht wie eine Grenze, eine Grenzstation. Und tatsächlich ist es auch so. Auf der anderen Seite wird tatsächlich kontrolliert, wer hier rein und raus geht. Ja, hier ist die Haltestelle Buderusstraße und hier ist die Einfahrt zum ehemaligen Campus. Seht mal ein paar Häuser, wie gesagt, ohne Fenster, ohne Türen, ohne Gardinen. Ein paar sind bewohnt, ein paar nicht. Hauptsächlich eben halt Asylanten und sowas alles. Und hier kann man sich auch leicht verfahren, müsst ihr aufpassen. Hier links rein, wenn ihr rechts fahren würdet, dann würdet ihr genau an wie so eine Grenzkontrolle. Da kontrollieren die dann, keine Ahnung, was die da kontrollieren, da von Nordrhein-Westfalen und was weiß ich, da ist da Behörden, sag ich mal. So. Hier auch weiter geradeaus, wenn ihr da hinten die Haltestelle schon seht. Nicht auf die Idee kommen, hier rechts zu fahren oder so. Guckt mal, wie das aussieht. Aber die haben hier einen Post, einen Angelsport und so und alles. Und hier ist die Haltestelle. Wie gesagt, das ist auch Linienweg von der 54. Die bin ich auch ein-, zweimal gefahren. Sonntags fahren wir die meistens. Hier müssen wir rechts, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, einfach mal links gucken, dann seht ihr sowieso, oh, geht nicht mehr weiter. Dann rechts. Und sofort wieder links. Oh Mann, hier ist alles so kaputt, ne? Die Straßen. So, jetzt verlassen wir wieder diesen alten Campus. So, hier ist die letzte Haltestelle, Wasserkohler Straße. Hiermit ist die Linie 151 von der Jakob-Mutt-Schule beendet.